kann sie in die Öffis mitnehmen, im kleinsten Auto verstauen und man braucht sie nicht draußen stehen zu lassen, sondern nimmt sie einfach mit hinein. Falträder sind ein Stück Freiheit. Sie fahren fast wie normale Fahrräder, sind aber viel flexibler einzusetzen und können die persönliche Mobilität enorm erleichtern und erweitern. Das Brompton ist seit Jahrzehnten der im Begriff für kleinstes Faltmaß, gutes Fahrverhalten und langlebige Qualität. Mit dem Pendix-System gibt es eine äußerst interessante Option, aus dem Brompton ein alltagstaugliches Elektrofaltrad zu machen. Denn die Kombination Mittelmotorantrieb und 500 Wattstunden Akku für das Brompton ist nur durch die Nachrüstung mit dem Pendix-Antrieb möglich. Die Vorteile des Pendix-Mittelmotorantriebs sprechen für sich. Durch die Positionierung in zentraler Lage direkt an der Tretkurbel hat das Motorgewicht keine frontlastigen Auswirkungen, wie etwa bei den Vorderradnabenantrieben. Es lässt das Brompton sogar noch satter auf der Straße liegen. Weiterer großer Vorteil des Pendix-Motors, er ist geräuschlos. Der Pendix-Motor sitzt linksseitig am Fahrrad direkt am mitgelieferten Messtretlager, welches die ausgeübte Trittkraft ermittelt. Das maximale Drehmoment beträgt 65 Newtonmeter, womit man sich auf gutem Erstausrüsterniveau befindet. Mit dem großen 500 Wattstunden Akku sind Reichweiten deutlich über 100 Kilometer möglich. Auch ein 300 Wattstunden Akku ist im Programm. Die Akkus selbst sind grundsolide gebaut und wirken massiv wie Panzer. Zum Laden muss der Akku entnommen werden. Eine hochwertige Ladestation wird mitgeliefert. Den Pendix-Akku kann man übrigens dank des eingebauten Metallbügels gut vor schnellem Diebstahl sichern. Mit einem Zusatzschloss ist da unkompliziert ein Mindestmaß an Diebstahlsicherheit gewährleistet. Direkt am Akku befindet sich praktischerweise auch die Steuerung des Systems, wodurch keine weiteren Installationen, etwa eines Controllers und der damit verbundenen Verkabelung, notwendig sind. Am vorderen Ende des Akkus befinden sich der Ein-Ausschalter und der Drehknopf für die Wahl der Unterstützungsstufe. Der Drehknopf ist gut erreichbar und kann auch während der Fahrt leicht bedient werden. Es gibt die Levels Eco, Smart und Sport. Über die Pendix-App lässt sich das System vom Smartphone aus regeln bzw. kontrollieren. Dabei werden etwa Geschwindigkeit und Reichweite angezeigt. Auch unterschiedliche Fahrprofile lassen sich einstellen. Die Reichweite erkennt man auch am Akku direkt, je nach gerade leuchtender Farbe. Grün zeigt einen Ladezustand zwischen 100 und 71% an. Dann folgen Gelb, Orange und schließlich Rot, wo man dann schon laden sollte. Wenn Rot blinkt, dann ist der Akku nahezu leer. Ein USB-C-Anschluss am Akku kann auch zum Laden von Geräten wie Smartphones verwendet werden. Der 500 Wattstunden Akku selbst ist mit dem mitgelieferten Ladegerät in knapp mehr als 3 Stunden voll aufgeladen. Der Akku wiegt 2,9 Kilogramm, das gesamte eDrive 500 System kommt auf 7,3 Kilogramm. Das Brompton mit dem Pendix-Antrieb kann selbst bei angebrachtem Akku problemlos gefaltet werden. Auch das Brompton-typische Schieben ist uneingeschränkt möglich. Mit einem Gesamtgewicht von 21 Kilogramm ist dieses alte Dreigang Brompton auch noch einigermaßen gut zu tragen, in die Öffis mitzunehmen oder ins Auto zu heben. Selbstverständlich kann das Brompton auch ohne den Akku betrieben und ohne den Akku gefaltet werden. Der Fahrspaß mit dem Pendix-Antrieb ist auf jeden Fall enorm.
jegliches Geräusch entfaltet der Motor sein maximales Drehmoment von 65 Newtonmeter. Beim hier umgebauten Dreigang Brompton, das übrigens knapp 10 Jahre alt ist, bringt die Pendix Power in allen Gängen und allen Unterstützungsstufen harmonischen und bei Bedarf auch kräftigen Vortrieb. Die erlaubten 25 km/h sind locker zu fahren. Das System ist nie ruppig und die Antriebskraft wird harmonisch dosiert. Ob Arbeitsweg, Freizeit oder Urlaub, die Einsatzmöglichkeiten werden durch den nachträglich eingebauten Pendix-Antrieb stark erweitert und auch deutlich komfortabler. Wer schon ein Brompton hat und auf ein elektrisches Modell umsteigen will, kann sein vorhandenes Brompton ohne Bedenken mit dem Pendix eDrive nachrüsten lassen. Der Umbau dauert 1 bis 2 Stunden und ist bei Pendix Partner Fahrradwerkstätten unkompliziert zu erledigen. Noch ein Vorteil des Pendix-Systems: Es können alle Brompton-Taschen am vorderen Trägerblock wie gewohnt weiterverwendet werden. Insgesamt wertet die Nachrüstung mit dem Pendix-Antrieb das Brompton stark auf und lässt das kleine Faltrad zu einer Art Schweizer Messer unter den Fahrrädern werden. Super in Öffis und im Auto mitzunehmen. Dank E-Antrieb entspannt über Berg- und Tal fahren. Hohe Reichweite. Unschlagbar klein zu falten und somit auf minimalem Raum zu parken, locker im kleinen Abstellraum oder unterm Tisch. Der Pendix-Antrieb für Falträder mit 300 Wattstunden Akku ist zum Zeitpunkt der Videoerstellung um 1.699 € erhältlich. Die 500 Wattstunden Akkuversion um 1.929 €. Die Montagekosten, die je nach Werkstatt wohl zwischen 1 und 200 € betragen, sind extra zu kalkulieren. Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Nachrüstlösung mit den Hauptvorteilen Mittelmotor, 500 Wattstunden Akku, gewohnter problemloser Faltvorgang und uneingeschränkte Verwendung des vorderen Trägerblocks.